So, den nächsten Windpark, den ich auf meiner Tour besuche, ist der Windpark Harzenbühl mit insgesamt 5 Enercon E115, 149 Meter Nabenhöhe, erbaut 2017. Hier sieht man 4, die 5. hier drüben, die läuft gerade wieder an. Ja, auch echt ein wunderschönes Bild, das Wetter ist echt Bombe heute. Und mit dem blauen Himmel und dem Kornfeld davor, schön die Anlagen in einer Reihe, richtig toll sieht es aus. Ja, auf Enercon ist Verlass. Die laufen auch schon bei sehr schwachem Wind. Da hinten sieht man den Windpark, wo ich gerade eben war, mit den Vestas und den Fuhrländeranlagen. Die trudeln alle nur so vor sich hin. Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr Wind, bis sie anlaufen. Bei Enercon sind es, glaube ich, so 3 Meter pro Sekunde, bis die Anlage anfängt sich zu drehen, und bei den anderen ist es, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, Betreiber ist WEAG Future Energies, glaube ich. Man erkennt auch immer ganz gut an der roten Markierung am Maschinenhaus, von wann die Anlagen ungefähr sind. Also die älteren hatten nämlich nur eine rote Markierung da, wo die Lüftungsklappen sind. Die neueren dann auf der gesamten Länge des Maschinenhauses. Und die ganz modernen dann einmal ums Maschinenhaus rumrum und auch mit flachem Hinterteil. Die hier hat jetzt noch ein rundes Hinterteil. Ja, ich werde mal näher hinfahren. So, jetzt stehe ich nochmal unterm Turm. Ich finde den auch echt so fett, den 149 Meter Turm. Ich finde den von den Dimensionen her echt beeindruckender. Das ist ein 160 Meter Max-Bögel-Turm. Ganz langsam dreht sie sich, die E115. Ganz gemütlich. Aber immerhin, sie läuft. Die anderen Anlagen in den umliegenden Windparks, die stehen. Auch echt eine meiner Lieblingsanlagen, die E115. Ich habe jetzt schon oft gefilmt im Schwarzwald. Ja, am Turm ist auch noch ein Schild. Gucke ich mal, was da drauf steht. Windkraft Speyer Harzenbühl GmbH und Co. KG. Das ist also die Betreibergesellschaft. Stadtwerke Speyer und WEAG Future Energies sind da anscheinend auch noch beteiligt. Ja, am Turm leider schon wieder Schmierereien. Leute, die das Dorfleben scheiße finden. Fuck Corona. Ja, geht uns allen so. Aber man kann sich die Zeit trotzdem sinnvoller vertreiben, als den Turm hier voll zu schmieren. Finde ich immer eine Sauerei, dass mutwillig alles immer kaputt gemacht werden muss. Geht halt Fahrrad fahren, Leute, oder macht sonst was, aber Sachbeschädigung ist echt nicht cool. So, hier hat man echt nochmal einen wunderschönen Blick auf die Anlagen, wie sie in einer Reihe stehen. Das ist auch echt ein cooles Bild. Ja, die Anlagen hier haben wir ja 3 Megawatt. Die E115 gibt es ja jetzt allerdings auch für die EP3-Plattform. Also auch kompaktes Maschinenhaus, kragenförmiger Generator und Kugelnarbe. Da wurden ja schon einige Prototypen errichtet und sind auch schon ein paar Projekte in Planung. Und die Anlage ist ja dann sogar für Taifun-Windstärke ausgelegt
Und gibt es auch, ich glaube, mit 2,9, 3,5 und 4,2 Megawatt sogar. Bin ich mal gespannt, wann da die ersten Anlagen errichtet werden. Sieht dann quasi aus wie die E138, nur mit kürzeren Rotorblättern. Schade um das Ei, aber ja, es spart halt auch wieder Kosten. Und ja, wenn man bei so einem kompetitiven Markt überleben will, muss man sich halt überlegen, wie man die Kosten drückt. Ja, ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen zum nächsten Windpark. Ich habe noch einen kleinen Weg vor mir und dann werde ich von dort berichten. So, ich habe jetzt hier noch im Windpark Minfeld angehalten. Hier stehen insgesamt 5 Anlagen. 4 ältere G, 1 5er. Eine dreht sich. Ja, projektiert von Juvi. Boah, die ist aber echt schon krass ölverschmiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die sind, aber ich schätze mal, die haben auch schon bald ihre 20 Jahre auf dem Buckel. Ja, und hier drüben steht noch eine Vestas V90. Trudelt auch nur so ganz langsam vor sich hin. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Repowering geplant, hat mir jemand erzählt. Auch wieder von Juvi, glaube ich. Was genau hier hinkommt, weiß ich nicht. Also ich glaube, die 4G sollen weg, die Vestas soll noch stehen bleiben. Aber was hier hinkommt, weiß ich jetzt leider nicht. Vielleicht wissen es Leute hier aus der Region. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, wäre aber geil, wenn sie die G vielleicht durch die neuen Cypress ersetzen. 5.3, 5.5, 158. Oder gibt es ja jetzt sogar auch mit 6 Megawatt. 162 Meter Rotordurchmesser. Bin ich mal gespannt, was hier hinkommt. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Da hinten sieht man die E115, wo ich gerade eben war. Und dann weiter hier links nochmal die ganzen anderen Windparks. Ja, ich werde dann jetzt mal weiterziehen zu meinem nächsten Ziel, dem Windpark Freckenfeld, und werde von dort nochmal berichten. So, mein nächster Stopp ist hier der Windpark Freckenfeld mit 6 Nordex N131, 3,3 Megawatt, 134 Meter Nabenhöhe, erbaut 2017 von NBW. Ja, ich habe den Windpark schon öfters mal vom Zug aus gesehen, liegt nämlich direkt an der Zugstrecke auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern, hier in der Nähe von Winden in der Pfalz. Ja, leider steht hier heute alles still, teils wetterbedingt, weil überhaupt kein Wind geht, und teilweise auch, weil Wartung an den Rotorblättern stattfindet. Man sieht, die hinteren beiden Anlagen stehen auch in die andere Richtung. Rotorblätter nach unten. Da sieht man auch schön die Hebebühne. Da wird irgendwas an den Rotorblättern gewartet. Schaue ich mir gleich mal aus der Nähe an. Ja, und die anderen 4 Anlagen stehen still, weil kein Wind geht. Auf der NBW eCockpit App kann man sich die Windparks von NBW alle anschauen. Was sie gerade so an Strom produzieren, welche Anlagen am Netz sind und so weiter. Und da steht eben, dass die hinteren beiden Anlagen gerade nicht in Betrieb sind, weil da Wartungsarbeiten stattfinden, und die anderen 4 stehen wetterbedingt still. Ja, fahre ich mal hin und schaue mir das mal aus der Nähe an. So, ich stehe jetzt unter einer Nordex. Sonne hinterm Turm. Perfekt. Ist auch echt eine sehr, sehr schöne Anlage. Also gefällt mir von Nordex persönlich fast am besten.
N149 habe ich leider noch nicht live gesehen. Gibt es im süddeutschen Raum hier leider noch keine. Ist, glaube ich, einiges in Planung, aber ja, wenn man welche sehen will, muss man, glaube ich, eher nach NRW oder Brandenburg. Ja, die hat jetzt nur 134 Meter Nabenhöhe. Im Windpark Goldboden in der Nähe von Stuttgart habe ich auch mal welche gefilmt. Die hatten 164. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Das ist dann nochmal krasser. Aber trotzdem eine tolle Anlage. Ich finde das Design von der Delta 3000 auch optisch sehr ansprechend. Also wesentlich schöner als die Gamma-Plattform davor. Ja, landschaftlich hier auch wieder echt eine tolle Gegend. In der Pfalz mit den Weinbergen, den Obsthainen. Sieht man die anderen Anlagen auch nochmal schön. Da hinten ist der Pfälzer Wald, beziehungsweise die Nordvogesen. Das geht so ineinander über. Ja, hier sieht man jetzt nochmal schön die beiden Anlagen, wo die Wartung an den Rotorblättern durchgeführt wird. Da fahre ich gleich auch nochmal hin. Ach, das Wetter ist auch echt Bombe heute. Leider kein Wind, aber dafür geiles Wetter. Ja, die Anlagen hier haben jetzt auch noch das etwas ältere Gondeldesign. Da gab es ja mittlerweile auch wieder einen Facelift. Die neueren N131 haben jetzt auch das Gondeldesign von der Delta 4000. Sieht nochmal ein bisschen anders aus. Ja, hier steht es auch nochmal drauf, NBW. Und hier hinten immer die Typenbezeichnung. Delta Serie N131, 3300 kW. Ja, dann ziehe ich mal weiter und schaue mir mal die Wartung an den Rotorblättern an. Das habe ich nämlich auch noch nicht live gesehen. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von einer Anlage, wo gerade die Wartung stattfindet. Da habe ich auch schon öfters mal Bilder bei Instagram gesehen von Firmen, die da Bilder posten. Habe ich jetzt live auch noch nicht gesehen. Ja, das Ganze macht die Firma Bus. Habe ich, glaube ich, schon mal Posts gesehen. Und da sieht man jetzt schön, da fehlt ein Stück von der roten Rotorblattmarkierung. Das wird wahrscheinlich neu lackiert, Schichtung neu gemacht. Ja, und die arbeiten hier auf so einer Hebebühne. Die stützt sich hier am Turm ab. Und ist oben im Maschinenhaus befestigt. Da sieht man so ein kleines Loch. Da guckt ein Seil raus, also wird es oben im Maschinenhaus irgendwo verankert. Ja, Gaia ist auch einer der Projektierer hier, kommt hier auch aus der Region. Ja, nach unten gehen dann auch nochmal Seile, dass sie ihr Werkzeug hochziehen können. Ja, da im Hintergrund sieht man jetzt auch nochmal schön die anderen Windparks, wo ich vorhin war. Da drüben sind die G-Anlagen. Etwas weiter rechts dann die Vestas und die Fuhrländer. Da hinten sind die E115. Und hier drüben dann die Vestas und die anderen G15er. Sieht man die anderen Anlagen nochmal schön von der anderen Seite. Hier drüben ist die andere Anlage, bei der gerade eine Wartung stattfindet. Die Hebebühne ist am Boden. Die werden wahrscheinlich auch mal eine Mittagspause machen. Ist auch verdammt heiß heute, also bestimmt echt richtig warm in dieser Hebebühne. So, hier gibt es nochmal eine schöne Infotafel zum Windpark mit ein paar technischen Daten, wie Windkraft funktioniert. Finde ich immer cool, wenn so Tafeln aufgestellt werden vom Betreiber für interessierte Leute. Ja, in Betrieb gegangen ist der Windpark Dezember 2017. Liefert Strom für 13.700 Haushalte.
134 Meter Nabenhöhe. Cool. Ja, dann war es das hier von meiner kleinen Windpark-Tour in der schönen Pfalz. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Habt ihr ein paar Windparks aus der Pfalz kennengelernt? Ja, gerne wieder Kommentare schreiben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, denn es gibt noch viel mehr Windparks hier in der Pfalz zu entdecken. Da werde ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja, wie immer folgt im Anschluss ein kleines Drohnenvideo nochmal. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch wieder aus der Pfalz oder aus dem Schwarzwald. Macht's gut und bis bald.